Jeffrey Epstein war kein gewöhnlicher Milliardär. Hinter seiner Fassade aus Reichtum und gesellschaftlichem Einfluss verbarg sich ein dunkles System. Über Jahrzehnte soll er ein Netzwerk aufgebaut haben, in dem junge Mädchen, oft minderjährig, gezielt angesprochen, manipuliert und missbraucht wurden. Viele von ihnen kamen aus schwierigen Verhältnissen. Sie wurden mit Geld, Geschenken oder der Aussicht auf ein besseres Leben angelockt, nur um dann in ein System aus Kontrolle, Angst und Abhängigkeit zu geraten. Epstein nutzte seine Immobilien als Tatorte. Besonders bekannt: sein Anwesen in Florida, seine Insel in der Karibik, sein Stadthaus in New York. Dort sollen Treffen stattgefunden haben, oft unter dem Deckmantel von Massagen. Doch hinter verschlossenen Türen geschahen Dinge, die viele der Betroffenen bis heute verfolgen. Er war dabei nicht allein. Ghislaine Maxwell, seine enge Vertraute, half ihm. Sie rekrutierte die Mädchen, bereitete sie vor, baute Vertrauen auf. Später wurde sie wegen Menschenhandels und sexueller Ausbeutung Minderjähriger verurteilt. 20 Jahre Haft. Doch Epstein selbst kam nie zu einer echten Verurteilung vor Bundesgericht. 2008 wurde er in einem fragwürdigen Deal lediglich wegen Prostitution einer Minderjährigen verurteilt. Er saß nur 13 Monate im Gefängnis, mit Freigang. Ein Deal, den viele bis heute als Skandal bezeichnen. Wichtige Namen wurden in diesem Verfahren nicht erwähnt. Opfer wurden nicht angehört. Das Justizsystem versagte oder wurde zum Schweigen gebracht. Doch 2019 kam es zur Wende. Neue Anklagen, neue Zeuginnen, neue Ermittlungen. Epstein wurde festgenommen. Ihm drohte eine lebenslange Haftstrafe. Und dann, nur wenige Wochen später, wurde er tot in seiner Zelle aufgefunden. Offizielle Erklärung: Selbstmord. Doch zu viele Ungereimtheiten werfen Zweifel auf. Die Kameras in der Zelle fielen aus. Die Wärter schliefen oder waren nicht vor Ort. Der Zellenpartner wurde kurz vorher verlegt. Und die Verletzungen am Hals, untypisch für einen Suizid durch Erhängen, wie unabhängige Gutachter später erklärten. Viele glauben, Epstein wusste zu viel. Über zu viele mächtige Männer. Politiker, Unternehmer, Prominente, Männer, die regelmäßig mit ihm verkehrten, die seine Insel besuchten, die mit ihm in seinen Privatjets reisten. Männer, über die Epstein möglicherweise Aufzeichnungen hatte. Donald Trump kannte Epstein. Sie bewegten sich in denselben Kreisen. In Interviews aus den 90ern lobte Trump Epstein. Sagte, er sei ein toller Typ. Dass er schöne junge Frauen möge, sehr junge. Es existieren gemeinsame Fotos, gemeinsame Besuche bei Partys. Später distanzierte sich Trump öffentlich von ihm. Sagte, er habe Epstein lange nicht mehr gesehen. Doch der Schatten dieser Verbindung bleibt. Auch andere bekannte Persönlichkeiten tauchten in Flugprotokollen und Gästelisten auf. Namen, die jeder kennt. Doch Anklagen gegen diese Personen blieben bislang aus. Der Großteil der Inhalte aus Epsteins Besitz, Akten, Festplatten, Videos, ist der Öffentlichkeit bis heute nicht zugänglich. Was bleibt, ist ein Netzwerk aus Macht, Schweigen und Angst. Mädchen wurden benutzt, gebrochen, weggeschoben. Viele litten jahrelang, sprachen erst spät. Einige trauten sich nie. Ihre Stimmen erzählen von Manipulation, von Lügen, von psychischer Gewalt. Epstein war mehr als ein Täter. Er war ein Vermittler. Er öffnete Türen, organisierte Reisen, arrangierte Treffen. Und während er selbst inmitten dieses dunklen Systems stand, profitierte er von der Nähe zur Elite. Von ihrem Schutz. Von ihrem Schweigen. Nach seinem Tod war Ghislaine Maxwell die einzige, die zur Rechenschaft gezogen wurde. Doch das Netzwerk, die Namen, die Strukturen, die Helfer, blieb weitgehend im Dunkeln. Die Öffentlichkeit fragt sich, warum? War es politischer Druck? War es Angst vor einem Dominoeffekt? Oder schlicht die Macht des Geldes? Vielleicht ist die Wahrheit zu groß, zu schmutzig, zu gefährlich. Der Fall Epstein ist nicht abgeschlossen. Er ist ein Symbol für institutionelles Versagen, für die Verbindung zwischen Macht und Missbrauch.
Und für eine Wahrheit, die viele lieber nie hören wollen. Doch die Stimmen der Opfer werden lauter. Und vielleicht, irgendwann, reicht eine davon aus, um das ganze System zum Einsturz zu bringen.